350 km/h, langsamer als jeder Jagdflieger über der Ostfront, langsamer als eine Spitfire, langsamer als eine Jag-1, langsamer sogar als die meisten Bomber, die es abfangen sollten. Und dennoch schrieb der sowjetische Marschall Iwan Konew nach dem Krieg, die Rote Armee habe nicht ein einziges gleichartiges Spezialflugzeug für analoge Aufgaben besessen. Das ist die Geschichte der Focke-Wulf Fw 189. Eines Aufklärers, der zu langsam für den Kampf schien und trotzdem zum meistgefürchteten deutschen Auge über der Ostfront wurde. Doch um zu verstehen, warum dieses seltsam aussehende Flugzeug so schwer zu ersetzen war, müssen wir zurück zu 1937 und zu einem Konstruktionsproblem, das alle anderen falsch lösten. 1937 hat die Luftwaffe ein Problem. Der Henschel HS 126, ihr aktueller Nahaufklärer, ist zu langsam, zu schwach bewaffnet und bietet der Besatzung schlicht zu wenig Sicht. In Spanien hat die Legion Condor gelernt, was das im Gefechtseinsatz bedeutet. Der Beobachter sieht zu spät, der Pilot reagiert zu spät und das Flugzeug kommt nicht mehr zurück. Das Reichsluftfahrtministerium schreibt 1937 eine neue Ausschreibung aus. 3-Mann-Besatzung, volle Rundumsicht, rund 900 PS. Mehr wird nicht verlangt. 3 Firmen antworten. Arado schickt einen konventionellen Hochdecker, die AR 198. Solide, erwartbar und in der Luft träge. Blom und Voss wagt das Gegenteil. BV 141, eine asymmetrische Konstruktion mit der Kanzel seitlich versetzt. Unbestritten originell, aber in der Praxis schwer zu fliegen und kaum zu beherrschen. Focke-Wulf macht etwas anderes. Der Entwurf kommt von Erhard Kosel unter der Leitung von Kurt Tank und er denkt das Problem von vorne neu. Statt eines einzelnen Rumpfes nimmt Kosel 2 Heckausleger und hängt eine verglaste Kanzel mittig dazwischen. Kein Triebwerk verstellt den Blick nach vorne, kein Rumpf verengt das Sichtfeld nach unten. Die Besatzung sitzt buchstäblich im Mittelpunkt eines Panoramas. Fast vollständig verglast, von allen Seiten einsehbar. Ein fliegendes Auge. Die Konstruktion ist so ungewöhnlich, dass das RLM beim ersten Anblick zögert. Beide Außenseiterlösungen, BV 141 und FW 189, wirken auf die Beamten befremdlich. Aber am 23. Juli 1938 hebt der erste Prototyp ab. Am Steuer Kurt Tank persönlich. Das Flugzeug ist stabil, wendig und einfacher zu beherrschen als erwartet. Tank nennt es schlicht die Eule. Die AR 198 verliert den Vergleich deutlich. Die BV 141 wird zwar weitergebaut, erreicht aber nie die Serienreife. Die FW 189 gewinnt. Was dann passiert, ist typisch für diese Geschichte. Nichts. Zumindest nicht sofort. Die Luftwaffenführung ist zufrieden mit der HS 126. Das neue Flugzeug wird zwar bestellt, aber ohne Eile. Zuerst kommen Trainingsmaschinen, dann Vorserienmodelle. Der eigentliche Aufklärer wartet. Erst der Krieg schafft Dringlichkeit. Und auch da kommen die ersten Serienmaschinen in nennenswerter Stückzahl erst im Herbst 1941 an der Front an. Fast 3,5 Jahre nach dem Erstflug und bekommt dann einen Spitznamen, den ihre Konstrukteure ihr nie gegeben haben. Die Rama. Den vergeben ihr die Sowjets. Herbst 1941. Die ersten FW 189 treffen an der Ostfront ein. Die sowjetischen Soldaten sehen etwas Seltsames am Himmel. Ein Flugzeug ohne erkennbaren Rumpf. 4 rechteckige Flächen, eine Glaskugel in der Mitte. Sie nennen es Rama, den Rahmen. Und die Rama hängt überall. Über dem Mamajew-Hügel bei Stalingrad erscheint sie 5 bis 6 Mal täglich im Abstand von 2 bis 3 Stunden. Sie folgt Truppenbewegungen, korrigiert Artilleriefeuer, fotografiert Depots und Abstellplätze. General F.P. Polinin schreibt nach dem Krieg, die verfluchten Rahmen bohrten sich von Morgengrauen bis zur Dämmerung durch den Himmel und suchten Ziele. Und dann ist da noch das Problem, sie überhaupt abzuschießen. Die FW 189 ist langsam, aber genau das macht sie schwer zu treffen. Ihre Flächenbelastung ist gering, ihre Wendigkeit extrem hoch. Wenn ein sowjetischer Jäger zum Angriff ansetzt, dreht die Rama einfach enger. Immer enger, bis der Jäger die Kurve nicht mehr mitfliegen kann. General Boris Jeremins
beschreibt es nüchtern: Man musste in die Kanzel treffen. Aber bei der unglaublichen Wendigkeit der Rama war das nicht so einfach. Er hatte einen Heckbalke durchschossen und die Rama flog trotzdem davon. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen die FW 189 nach einem direkten Rammmanöver noch sicher landen konnte. Im Mai 1942 beschossen 2 sowjetische MiGs eine FW 189 über der Taman-Halbinsel, trafen den linken Motor, sahen die Motorgondel abreißen und flogen ab als vermeintliche Sieger. Die Rama landete trotzdem auf dem eigenen Vorflugplatz. Die Doppelrumpfkonstruktion gibt ihr eine strukturelle Zähigkeit, die Einsitzerflugzeuge selten haben. Noch eine Ironie der Geschichte: Die Sowjets kannten die FW 189 bereits, bevor der Krieg begann. Eine sowjetische Delegation besuchte am 8. November 1939 das Focke-Wulf-Werk in Bremen, noch in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts. Sie sahen das Flugzeug. Testpilot Schewtschenko flog es sogar selbst. Zurückgekehrt wussten die sowjetischen Ingenieure genau, womit sie es zu tun haben würden. Und trotzdem fand die Rote Armee bis Kriegsende keine vergleichbare Antwort. Konew brachte es nach dem Krieg auf den Punkt. Nach dem Krieg entwickelte die Sowjetunion dann die Su-12, eine direkte Antwort auf das, was sie jahrelang am Himmel gesehen hatten. Und dann noch dies: Wie viele FW 189 tatsächlich gebaut wurden, darüber sind die Quellen uneinig. Und das ist kein Zufall. Die deutsche Wikipedia nennt 830 Stück. Die englischsprachige Wikipedia zählt 864. Ein zeitgenössisches Luftwaffe-Standardwerk kommt auf 846. Die Differenz liegt in der Zählweise. Prototypen, Vorserienmuster, Konversionen, mitzählen oder nicht. Einig sind sich alle Quellen in einem: Es waren genug, um die gesamte Ostfront dauerhaft unter Beobachtung zu halten. 1944 ändert sich die Lage grundlegend. Die Sowjets haben die Luftüberlegenheit. Die Rama ist tagsüber über dem Frontabschnitt Hauptziel für jeden Abfangjäger. Die Luftwaffe zieht die naheliegende Konsequenz: Sie fliegt nur noch nachts. Und damit beginnt die merkwürdigste Episode in der Geschichte dieses Flugzeugs. Einige FW 189A1 werden umgerüstet. Das Aufklärungsgerät kommt raus. Das FUG 212 Lichtenstein-Radar kommt in die Nase. Die obere Schlussluke bekommt statt des Maschinengewehrs eine schräge nach oben montierte 20-mm-Kanone. Das schräge Musikprinzip, das auch bei den schweren Nachtjägern der Luftwaffe verwendet wird. Die neue Aufgabe: sowjetische PO-2-Nachtbomber abfangen. Die PO-2 ist ein Doppeldecker aus Holz und Stoff, der mit ausgeschaltetem Motor über feindliche Stellungen gleitet, Bomben abwirft und wieder verschwindet. Unhörbar, unsichtbar, auf Höhen unter 100 Metern. Die Junkers Ju-88 und die Messerschmitt Bf 110 sind viel zu schnell dafür. Sie überholen das Ziel, bevor sie es abschießen können. Die FW 189 mit ihrer niedrigen Mindestgeschwindigkeit und extremen Wendigkeit hat zumindest eine Chance. Die FW 189 ist, fast ungewollt, dafür wie gemacht. Diese umgebauten Maschinen, offiziell Behelfsnachtjäger, fliegen unter der NJG 100. Zuletzt werden sie noch im Februar 1945 in Greifswald gemeldet. Wie erfolgreich sie waren, ist nicht überliefert. Die Quellen schweigen. Aber dass dieses Flugzeug bis wenige Wochen vor Kriegsende noch aktiv war, sagt etwas über seine Robustheit. Und dann ist da noch die Geschichte einer einzigen Maschine. Der V7+1H, Werknummer 2100. Am 4. Mai 1943 nördlich von Murmansk wird diese FW 189 von sowjetischen Jägern britischen Typs, Hawker Hurricanes, aus Lend-Lease-Lieferungen abgeschossen. Das Flugzeug stürzt in einem sibirischen Wald ab. Pilot Lothar Mothes überlebt als einziger. Er verbringt 2 Wochen in Temperaturen weit unter Null, meidet sowjetische Patrouillen, ernährt sich von Baumrinde und Insekten. Schließlich erreicht er zu Fuß seine Basis. Die nächsten 9 Monate verbringt er im Krankenhaus. Danach fliegt er noch 100 weitere Einsätze. Das Wrack seiner Maschine liegt 48 Jahre unberührt im russischen Wald. 1991 wird es von britischen Enthusiasten gefunden. 1992 kommt es nach Duxford. Es ist die einzige erhaltene FW 189 der Welt. Bei der Biggin Hill Airshow 1996 trifft Lothar Mothes sein Flugzeug wieder.
Die FW 189 war nie das faszinierendste Flugzeug der Luftwaffe. Kein Geschwindigkeitsrekord, keine Geheimwaffe, kein spektakuläres Konzept. Nur ein langsamer, zuverlässiger Aufklärer mit 2 Auslegern, einer Glaskanzel und 3 Männern, die jeden Tag aufs Neue in den sowjetischen Himmel flogen, schauten, meldeten und trotzdem wiederkamen. Aber genau das machte sie unersetzlich. Die Idee, die Erhard Kosel 1937 in Bremen zu Papier brachte, war so grundrichtig, dass die Sowjets sie kopierten. Die Su-12 und die Amerikaner 30 Jahre später noch einmal, die OV-10 Bronco, Standardaufklärer des Vietnamkriegs. Auf beiden Seiten des Kalten Krieges mit Jahrzehnten Abstand kamen Konstrukteure zum selben Schluss wie ein Ingenieur in Bremen 1937. Ein Aufklärer braucht kein Tempo. Er braucht Augen und einen Rumpf, aus dem man nach unten schauen kann. Die FW 189 hatte die besten, und das genügte über 4 Jahre Krieg auf dem größten Schlachtfeld der Geschichte gegen eine Armee, die das Flugzeug schon vor dem ersten Schuss kannte und trotzdem kein besseres bauen konnte. War die FW 189 das unterschätzteste deutsche Flugzeug des Zweiten Weltkriegs? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, freue ich mich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.